Magga ist hochbegabt, aber sie hat auch ADHS und 1000 Allergien und Nahrungsunverträglichkeiten. Sie nimmt 8 Supplements am Tag zu sich, damit ihr Kopf irgendwie so funktioniert, dass es für die Arbeit reicht. Abends malt sie, um zu entspannen, von ihrer eigentlichen, eher technischen Arbeit. Und letztens war sie so vertieft in das Malen, dass sie gar nicht merkte, dass es dunkel wurde. Und plötzlich war es Mitternacht. Und nebenbei baut sie gerade noch ihr eigenes Tech-Business auf. Wenn du dich darin wiedererkennst, dann sind diese 3 ersten Schritte für ADHS-Gründerinnen und Gründer für dich. Nimm dein Nervensystem ernst. Positioniere dich klar. Baue eine ADHS-freundliche Struktur auf. Also, bleib dran und erfahre mehr zu diesen 3 Schritten. Herzlich willkommen im Neurotalk. Ich bin Alice Mustier. ADHS und Firma gründen oder Selbstständigkeit. Viele stellen sich dann nur Chaos vor. 1000 Ideen, 0 Struktur und ständig erschöpft. Ich sehe da vor allem unglaubliche Kreativität, schnelle Verknüpfung und ein Nervensystem, das etwas anders funktioniert. Die Frage ist also nicht, ob du mit ADHS gründen kannst, sondern wie kannst du so gründen, dass dein Körper und dein Kopf das auch aushalten. Denn wie du sicherlich schon in diesem Video da oben gesehen hast, stehe ich diesem Begriff Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom etwas kritisch gegenüber. Denn nur weil man nicht normal tickt, hat man ja nicht gleich Defizite. Und deswegen geht es in meinem Kanal ja auch um die Stärken von Andersdenkenden, nicht um die Schwächen. Also den ersten Schritt, den ich dir mitgeben möchte. Nimm dein Nervensystem ernst, nicht nur deinen Businessplan. Genau deswegen habe ich nämlich diesen Kanal gegründet. Es gibt nämlich viele Gründungsberater und Beraterinnen, die dir erzählen, wie du deinen Businessplan aufbaust, Webseiten gestaltest, Kunden akquirierst, aber fast niemand weiß oder beachtet, was eigentlich Andersdenken bedeutet. Und denn gerade anders denken und vor allem anders funktionieren als neurodivergente Person, egal ob jetzt mit ADHS, Autismus, Hochbegabung, Hochsensibilität, bedeutet eben halt auch, dass die üblichen Methoden nicht immer funktionieren. Und teilweise deprimiert das manche Gründerinnen und Gründer. Manche sind schon wirklich total verzweifelt zu mir gekommen. Wir sollen Telefonakquise machen, hat der Berater gesagt. Und da kämen wir nicht drum herum. Und diese ganzen manipulativen Vermarktungstechniken, ich will das einfach nicht. Eine von ihnen war sogar wirklich schon am Überlegen, ob sie ihre ganze Selbstständigkeit an den Nagel hängt, weil sie sich das einfach absolut nicht vorstellen konnte. Und genau da liegt die Herausforderung. Selbstständig sein heißt nicht gegen unsere eigenen Werte arbeiten. Es heißt aber manchmal ein bisschen mehr Arbeit, um die Techniken zu finden, die uns wirklich zusagen. Gerade bei ADHS-Gründern und Gründerinnen wird gerne so getan, als wenn das Gehirn das Problem wäre. Und die Lösung heißt dann mehr Disziplin, mehr Struktur, mehr Ordnung, mehr To-Do-Listen. Bei der einen Kundin, nennen wir sie mal Magga, war recht schnell klar, wenn wir ihr Business planen, müssen wir ihre Gesundheit mitplanen. Sie hat eine Schilddrüsenunterfunktion, nimmt 8 Supplements, ernährt sich vegan, vollwertig und merkt trotzdem, ihre Energie schwankt. Mal kann sie Bäume ausreißen, mal ist schon eine Mail zu viel. Deshalb war ihr erster Schritt kein neues Tool, sondern ein 3-Säulen-Plan. Ein Nebenjob als Grundsicherheit, Yogastunden, die sie unterrichtet, also ihr Hobby ausleben, die aber gleichzeitig auch Geld geben und ihr eigenes Nervensystem eben auch runterregulieren. Und dann auch bewusst Zeitblöcke für ihr eigentliches Beratungsbusiness. Das ist auch mein Tipp an dich. Frag dich nicht nur, was ist mein Angebot, sondern wie viel Energie habe ich realistisch, was brauche ich an finanzieller und körperlicher Stabilität,
damit ich überhaupt gründen kann, ohne dauernd kurz vorm Zusammenbruch zu stehen. Und teilweise stehen uns die vielen Interessen im Weg. Und auch die Auf- und Abs der Energiephasen. Ich gebe beispielsweise neben meinem eigentlichen Business, wo ich neurodivergente Gründerinnen und Gründer beim Unternehmensaufbau unterstütze, auch super gerne Massage. Auf den ersten Blick ist das zwar was ganz anderes, aber im Endeffekt ist es auch sehr ähnlich. Egal, ob damals als Lehrerin oder heute bei der Unterstützung von neurodivergenten Menschen oder eben Massage. Ich liebe es, Menschen glücklich zu machen, ihnen was beizubringen, sie selbst stärker und selbstbewusster zu machen oder ihnen eben auch bei der Entspannung zu helfen. Das ist das, was mich an meiner Arbeit glücklich macht. Und eigentlich kann man meinen Studentenjob sogar dazu zählen, als ich Service in der Gastronomie gemacht habe. Da war das Schönste daran, dass ich die Menschen glücklich machen konnte, mit meiner fröhlichen, netten Art. Und so ist mein Nebenjob als Masseurin für mich auch eine Entspannung, weil ich meinen Kopf dann ausschalten kann und mal nicht nachdenken muss. Aber ich nutze das beispielsweise nicht in meinem eigentlichen Marketing. Heutzutage weiß ich, wie ich das handle mit meinen vielen Interessen, Hobbys, Fähigkeiten und trotzdem erfolgreich bin. Ich habe gelernt, auch auf mein Nervensystem zu achten und meine Andersartigkeit und nicht nur stur logisch den typischen Businessplan zu folgen. So, und jetzt zu Schritt 2. Eine klare Position statt 1000 loser Ideen. ADHS-Gehirne lieben neue Projekte. Mager konnte alles und eigentlich auch recht gut. Softwareentwicklung, KI-Beratung, Automatisierung. Kunden. Mager konnte alles und eigentlich auch alles recht gut. Softwareentwicklung, KI-Beratung, Automatisierung, Kunst, Yoga. Klassische Mischung, oder? Oder auch eben nicht. Du hast 1000 Interessen, 1000 Fähigkeiten, bist halt ein Tausendsasser. Aber wenn du alles kannst, weiß niemand, wofür er oder sie dich buchen soll. Wir haben bei ihr deswegen angefangen mit einer ganz einfachen Frage. Für wen genau bist du wirklich, wirklich hilfreich? Und wobei? Es hat sich dann herausgestellt, Maga arbeitet am liebsten mit Unternehmen, bei denen Prozesse stoppen, obwohl IT vorhanden ist. Weil niemand Zeit oder Verantwortung dafür hat, Automatisierung sinnvoll zu strukturieren. Sie hilft, interne Abläufe zu beschleunigen, Mitarbeitende zu entlasten und vorhandene Systeme endlich wirksam zu nutzen. Vorher war das alles nur ein Gefühl im Kopf. Nachher stand da ein klarer Satz. Und genau das brauchst du als ADHS-Gründerin. Wer ist deine echte, konkrete Zielgruppe? Was ist ihr Schmerz, den du wirklich verstehst? Und wie sieht das kleinste, klare Angebot aus, mit dem du anfangen kannst? Nicht 10 Services, nicht 5 verschiedene Zielgruppen. Eine klare Linie. Und das andere kannst du nebenbei machen. Aber gerade beim Marketing dürfen wir einfach nicht alle Hobbys vermischen. Also wir untereinander verstehen meist, wo der Mehrwert von all dem zusammenliegt. Aber für normale Menschen wirkt das einfach nur wie ein großer Bauchladen. Und sie können sich das einfach nicht merken, was du dann eigentlich machst. Auch hier in meinem Buch hat Christian die Zerrissenheit der verschiedenen Fähigkeiten beschrieben und wie seine Firma als Konzern damit umgegangen ist. Die sind nämlich nicht nur in der Medizintechnik unterwegs, die Firma Dräger, sondern auch in der Sicherheitstechnik, für Feuerwehr zum Beispiel. Aber sie haben einen Begriff gefunden, der alles zusammenfasst, was sie anbieten. Technik für das Leben. Und obwohl sie da verschiedene Zielgruppen haben, wirkt das mit so einem Satz direkt nicht mehr wie ein Bauchladen, sondern es ist eine klare Positionierung. Und wenn du dich klar positionierst, hast du dann manchmal trotzdem das Glück, dass du deine anderen Fähigkeiten am Ende doch mitnutzen kannst.
aber verkaufen nach außen tust du nur eine. Ich nutze zum Beispiel in meinem Training mit den neurodivergenten Gründerinnen und Gründern auch viele kreative Tools. Bei einem Wochenendseminar haben wir abends nach dem kopflastigen Training zum Entspannen einen Ausdruckstanz gemacht. Das war ein kreatives Tool, was ich eingebaut hatte. Mein eigentliches Produkt und die Zielgruppe waren immer noch neurodivergente Selbstständige. Ich bin keine Tanzlehrerin und will auch nicht als das gespeichert bleiben in den Gehirn. Ich bin hauptsächlich Expertin für neurodivergente Selbstständige, die ihr Business aufbauen und erweitern. Ich habe also eine klare Position. Aber im Hintergrund nutze ich eben meine vielen verschiedenen Fähigkeiten und Ideen. Jetzt zu Schritt 3, ADHS-freundliche Strukturen oder auch Body Doubling und Minifokus. Marga hat nicht plötzlich ihr ADHS geheilt. Was sich verändert hat, war ihre Art, an ihre Arbeit heranzugehen. Ein paar Beispiele aus unserer Zusammenarbeit. Mittlerweile macht sie sich morgens immer einen kurzen Tagesablauf. Was habe ich gestern geschafft? Was nehme ich mir heute konkret vor? Und zwar nicht 50 Punkte, sondern 3 oder höchstens 4. Was sie also wirklich schaffen kann. Sie nutzt auch gerne sogenannte Body Doubling. Man kann es auch Coworking nennen. Sich also mit anderen zusammensetzen zum Arbeiten. Aber sich klare Versprechen geben und sich dann auch nur auf eine Aufgabe fokussieren. Also nicht dann aus Versehen doch was ganz anderes machen. Ich meine, das kennt ja fast jeder ADHSlerin oder ADHSler. Alleine verzettelst du dich ständig, aber mit jemand anderem im gleichen Raum bleibst du wirklich dran. Und vor allem fragt sie sich, zahlt das, was ich gerade tue, auf die Person ein, die ich in Zukunft gerne sein möchte, also auf das Gesamtziel, was ich erreichen möchte, oder lenkt es mich nur ab? Genau das kannst du also für dich übernehmen. Mach dir kleine, realistische Tagesziele jeden Tag. Hol dir auch mal jemanden zum Mitarbeiten, wenn du merkst, dass du häufig vom Thema abrutscht. Frag dich ehrlich, dient das gerade meinem Business oder nur meiner kurzzeitigen Dopaminjagd? Marga hat eine klare, identitätsbasierte Vision. Sie möchte der Mensch sein, der die Dinge umsetzt, die er sich vornimmt und nicht mehr so viel Zeit verplempern mit Prokrastination und Ablenkung. Steht also auch bei dir deine Vision ganz oben auf dem Zettel am Kühlschrank? Wenn nicht, dann nimm Kontakt mit mir auf und lass uns gemeinsam daran arbeiten. Und auch wenn dir beim restlichen Zuhören jetzt klar geworden ist, ja, das bin ich. Ich habe zig Ideen, ADHS und vielleicht auch Hochbegabung und ich komme allein nicht in eine klare Struktur. Dann bist du genau die Person, für die ich diese Serie Neurodivergent gründen mache. Und wenn du meine 12 wichtigsten Gründungstipps, die ich gemeinsam mit hier Christian Dräger zusammen aufgestellt habe, schreib mir einfach unten in den Kommentar, dann schicke ich sie dir zu. Nächste Woche geht es weiter mit der Serie Neurodivergent gründen. Hier findet ihr dann das Video Fokus trotz Ideenflut. Da gehen wir dann nochmal tiefer darauf ein, wie du deine Ideenflut für dich nutzen kannst, statt dich zu verzetteln. Wie du also statt ein Verlierer eine Gewinnerin wirst. Ich freue mich, dich nächste Woche wiederzusehen.